Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein zuckersüßes Rezept für Ostern für euch, für solche ganz süße Kükendonuts. Das sind Zitronen-Mohndonuts mit einer zitronigen Zuckerglasur. Die Donuts sind ganz einfach und schnell gemacht und in meinem heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du die Donuts auch so ganz süß dekorieren kannst. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Für die Donuts brauchst du Eier, geschmolzene Butter, Zucker, Buttermilch oder Kefir, Mehl, eine kleine Prise Salz, Vanille, Backpulver, Mohn und eine Bio-Zitrone. Als erstes werde ich die Eier in eine große Schüssel geben und kurz mit dem Gabel schlagen. Die Eier nur ganz kurz schlagen, dann auch Zucker, geschmolzene Butter, Vanille, eine kleine Prise Salz und den Zitronenabrieb von einer Zitrone dazugeben. Hier ganz wichtig, nur das Gelbe von Schale nehmen, weil das weiße Teil etwas bitter sein kann. Dann die Zitrone so kurz rollen, halbieren und entsaften. Nach dem Entsaften den Zitronensaft noch durch ein Sieb geben und dann einen Esslöffel von Zitronensaft auch ins Teig geben, danach auch den Buttermilch oder Kefir dazu geben und das Ganze gut vermischen. So lange mixen, bis das Ganze so schön gleichmäßig vermischt ist. Dann in einer separaten Schüssel Mehl mit Backpulver kurz vermischen und dann etwa Hälfte durch ein Sieb ins Teig geben, ganz kurz vermischen, nur ganz kurz, es muss nicht komplett vermischt sein. Danach noch den Rest vom Mehl durch den Sieb dazugeben und auch den Mohn dazugeben und den Teig so lange mixen, bis alles gut vermischt ist. Hier kannst du den Teig auch kräftig mixen, es macht ihm nichts aus. Der fertige Teig sollte so schön glatt und gleichmäßig sein. Ich mag den Donutteig immer in einen Spritzbeutel geben und mit dem Spritzbeutel dann den Teig in die Donutform zu füllen. Ich finde, es macht die Arbeit viel einfacher und so kann man auch viel sauberer arbeiten, als wenn man das mit einem Löffel füllen werde. Dann die Donut-Backförmchen gut einfetten und danach den Teig gleichmäßig verteilen. Jetzt werden die Donuts gebacken und die ganzen Backanleitungen mit dem Rezept findest du unten in Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Ich habe noch ein kleines Tipp für dich. Du kannst testen, ob die Donuts fertig sind, indem du sie mit dem Finger berührst. Wenn der Donut zurückfedert, wie ich es im Video zeige, bedeutet das, dass sie fertig sind. Und dann kannst du die Donuts aus dem Ofen nehmen. Lass die Donuts erst etwa 10 Minuten im Backform abkühlen. Danach nimm die Donuts aus dem Backform raus und lasse sie vor dem Dekorieren komplett abkühlen. Die Donuts sind wirklich luftig und fluffig geworden. Und dann, wenn die Donuts komplett abgekühlt sind, kannst du mit dem Glasur weitermachen. Für die Glasur brauchst du Puderzucker und erst den Puderzucker durch ein Sieb in eine Schüssel geben, dann 2 Esslöffel Zitronensaft dazugeben, kurz vermischen. An dieser Stelle sollte die Masse sehr dickflüssig sein. Es ist sehr schwierig für mich, das Ganze zu vermischen. Ich gebe noch 2 Esslöffel Wasser dazu und vermische das Ganze gut, bis alles gut vermischt ist. Wenn du merkst, dass die Glasur etwas zu flüssig geworden ist, kannst du mehr Puderzucker dazugeben. Oder wenn du merkst, dass es immer noch sehr dickflüssig ist, dann kannst du etwas mehr Wasser dazugeben. Die fertige Glasur sollte so aussehen. Jetzt können wir noch die Glasur einfärben. Ich würde dir empfehlen, erst
ein bisschen Farbe dazugeben, das Ganze gut vermischen und dann, wenn nötig, mehr Farbe dazugeben. Wenn du direkt am Anfang sehr viel Farbe dazu gibst, dann kannst du keine Farbe mehr wegnehmen und es kann sein, dass deine Glasur sehr dunkel wird. Deswegen nach und nach Farbe dazugeben. Dann die Glasur in eine flache Schüssel umfüllen und die Donuts in die Glasur tauchen. Beim Tauchen etwas von Glasur abtropfen lassen und danach die Donuts auf ein Backpapier legen. Wie du hier im Video sehen kannst, kann es sein, dass beim Tauchen die Glasur direkt nach dem Tauchen nicht ganz glatt ist. Aber keine Sorge, nachdem du die Donuts gedreht hast und die Donuts auf dem Backpapier liegen, wird die Glasur schön und glatt, wie du hier auch in dem Video sehen kannst. Ich habe da nichts anderes gemacht, als einfach die Donuts an der Seite gelassen. Und dann, wenn du alle Donuts mit der Glasur bedeckt hast, kannst du auch die Glasur für Deko vorbereiten. Ich hatte noch etwas von der gelben Glasur übrig und die habe ich dann mit 2 Esslöffeln Puderzucker vermischt, etwas Wasser dazugegeben, weil es sehr dickflüssig war. Und hier ganz wichtig, die Glasur soll viel dickflüssiger sein, weil wir mit dieser Glasur dekorieren werden. So am Ende sollte die Glasur so aussehen. Wenn du merkst, dass es zu flüssig ist, dann einfach etwas Puderzucker dazugeben. Und dann, wenn die Konsistenz richtig ist, können wir die Glasur auch einfärben. Hier auch Farbe nach und nach dazugeben, bis du den gewünschten Farbton erreicht hast. Und dann die fertige Glasur direkt in eine Spritzbeutel füllen. Sonst wird es trocknen und bildet so eine Kruste. Und dann das gleiche nochmal, 2 Esslöffel Puderzucker mit etwas Wasser vermischen. Wir brauchen hier auch die gleiche Konsistenz wie bei der orangenen Glasur. Nur so viel Wasser dazugeben, bis du die gewünschte Konsistenz erreicht hast. So sollte die Glasur dann am Ende aussehen und dann kannst du diese Glasur auch einfärben. Hier auch das gleiche Farbe nach und nach dazugeben und vermischen, bis du die gewünschte Farbton erreicht hast. Und dann die Glasur auch direkt in eine Spritzbeutel umfüllen. Bevor du mit dem Dekorieren anfängst, schau, dass die Donut-Glasur schon etwas fester geworden ist. Es sollte nicht mehr so glänzend sein. Es wird etwas mattig, wenn es trocknet und dann kannst du auch mit dem Dekorieren schon anfangen. Erst so ein kleines Stück vom Ende vom Spritzbeutel abschneiden. Wenn du das erste Mal so ein Deko machst oder das erste Mal mit so einer Spritztechnik arbeitest, dann würde ich dir empfehlen, auf einem Stück Küchenpapier oder auf einem Teller zu üben. Und dann kannst du auch schon die Donuts dekorieren. Hier würde ich jedem empfehlen, langsam zu arbeiten, weil es so am einfachsten ist und klappt auch am besten. Ich habe 2 Designs für den Küken gemacht, einmal Männchen und einmal Weibchen. Aber wenn du magst, kannst du auch kreativ sein und die Donuts nach deinem Geschmack dekorieren. Für die Weibchen-Donuts habe ich noch so eine trockene Puderfarbe verwendet, um die Wangen zu machen. Hier musst du achten, dass die Glasur schon fest geworden ist, sonst wird das nicht klappen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du die Donuts nachmachst, vergiss nicht unbedingt ein Foto zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Foto mit mir teilen würdest. Alle Details dazu, wie du das Foto mit mir teilen kannst, werde ich dir in den Kommentaren mitteilen. Viel Spaß! Ich hoffe, dir haben meine ganz süße Küken-Donuts gefallen. Ich liebe solche gebackene Donuts, weil die so schnell und einfach gemacht werden und weil der Teig ganz einfach in einem Schüssel mit einem Gabel zusammengerührt wird. Letztes Jahr habe ich ganz süße Hasendonuts zum Ostern gemacht und den Rezept werde ich auch noch für dich hier verlinken. Wenn dir mein Rezept für die süße Küken-Donuts gefallen hat, dann
Vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.